Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 der Goblin-Baureihe. Es tut mir furchtbar leid, dass ihr so lange warten musstet auf den letzten Teil. Ich kann nur sagen, bei mir war die Hölle los gewesen über den Winter. Aber nichtsdestotrotz, ich habe euch nicht vergessen und heute sind wir bei dem Teil 4, in welchem wir die Flybarless-Einstellungen des GR18 in Angriff nehmen werden. Und ich zeige euch zum Schluss noch die letzten paar Finishing-Details, die ihr im Sender einstellen könnt, müsst, wie auch immer. Und dann sind wir schon so weit fertig, dass wir im nächsten Teil zum Erstflug gehen können. Also fangen wir an. Wie ihr euch erinnern könnt, haben wir im letzten Teil bereits die Servohörner aufgebracht und die Servos auch schon im Heli befestigt. Jetzt geht es darum, dass wir die Servos an das GR18 anschließen. Die Verkabelung ist sehr, sehr einfach und bei allen Goblins gleich. Ihr habt beim vorderen in Flugrichtung gesehen, das vordere Servo ist Servo 1, kommt also hier an Kanal 1. Das in Flugrichtung gesehen rechte Servo ist Servo 2, also Kanal 2. Das hier wird an Kanal 3 angeschlossen. Das Heckservo wird an Kanal 4 angeschlossen. Und der Regler, dessen Kabel ja hier unten durchläuft, kommt an Kanal 6. So, nochmal zur kleinen Auffrischung. Um die ganzen GR18-Daten nun einzustellen, gehen wir hier ins Funktionsmenü, dann in Telemetrie, Einstellen und Anzeigen. Und als erstes werdet ihr dann auf diesen Screen hier kommen. Den haben wir bereits in der letzten Folge gesehen. Hier hatten wir Heli eingestellt, den Zyklus auf 10 Millisekunden und ganz unten unsere Sprache eingestellt. Bei mir ist das jetzt hier Deutsch. Ebenfalls haben wir letztes Mal in diesem Menü hier ganz unten, ganz unten den Experten-Mode eingestellt. Den brauchen wir dann später. Wir befinden uns jetzt nach wie vor in Grundeinstellung für den Regelkreis. Und das Schöne am GR18 ist, wir können einfach von oben nach unten uns durcharbeiten. Die erste Frage ist, in welche Drehrichtung unser Rotor hat. Standardmäßig ist hier rechts eingestellt. Unser Goblin dreht wie die meisten 3D-Trainer rechts herum. Also können wir diese Einstellung stehen lassen. Dann die nächste Frage ist der Taumelscheibentyp. Auch hier 120 Grad, das ist voreingestellt und trifft auch auf unseren Goblin zu. Die Taumelscheibenfrequenz, diese Einstellung bezieht sich auf die Ansteuerfrequenz der Taumelscheibenservos. Ich weiß, dass meine Graupner Servos mit dem maximal einstellbaren, nämlich mit 200 Hertz angesteuert werden können. Bitte lest, falls ihr nicht die gleichen Servos verwendet wie ich, auf jeden Fall im Beilagenblatt eurer Servos einmal nach, mit wie viel Hertz diese angesteuert werden können. Denn wenn ihr zu viel einstellt, könnt ihr damit die Servos beschädigen. Zu wenig hat natürlich dann nicht die Performance, aber ihr könnt damit nichts kaputt machen. Wie gesagt, lest es einfach nach, stellt das ein, was der Hersteller angibt. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich der Taumelscheibenrichtung. Die Taumelscheibenrichtung gibt euch an, wie eure 3 Taumelscheiben-Servos im Endeffekt zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Pitch gebt, möchtet ihr ja, dass alle 3 Servos gleichzeitig nach oben fahren. Da das GR18 natürlich nicht genau weiß, wie es eure Servos ansteuern soll, gibt es euch verschiedene Vorkonfigurationen durch und das könnt ihr hier einfach durchschalten. Ich gehe jetzt einfach mal in die Standardversion, das ist hier +0, das ist standardmäßig eingestellt und zeige euch mal, wenn ich jetzt Pitch gebe, dann seht ihr, alle 3 Servos sollen eigentlich nach oben fahren und die Taumelscheibe nach oben drücken. Allerdings läuft diese jetzt irgendwie schief. Das ist also nicht das Richtige. Also gehe ich einen Punkt nach oben, ihr seht, er zählt von 0 auf 1. Das hier ist jetzt zum Beispiel die richtige Konfiguration. Ich probiere das Ganze jetzt auch noch mit den anderen zyklischen Werten aus, nämlich Roll und Nick. Das ist die richtige Einstellung. Drücke auf Set und fertig. Die nächste Einstellung sind die Servo-Mitten. Ihr seht, ich habe jetzt hier bereits etwas eingestellt. Was ihr hier eigentlich nur macht, ihr geht einfach zum ersten Servo, drückt auf Set. Ihr seht, die Zahl wird rot.
Wir wissen, Servo 1 ist das hier. Und da ihr ja vorher die Servos nur grob gemittet habt und dann eingebaut, wird euer Servohorn jetzt wahrscheinlich grob nach oben oder nach unten stehen. Und ihr könnt jetzt hier einfach den Wert erhöhen oder vermindern. Und das Ganze müsst ihr halt per Augenmaß einstellen. Ihr schaut einfach, dass das Servohorn möglichst gerade ist. Und ihr schaut auch gleichzeitig von der Seite drauf, ob die Taumelscheibe schön gerade steht, ob die Hebel hier schön gerade stehen. Und ihr könnt hier oben auch noch anhand der Striche ausmitteln, ob das Ganze jetzt ungefähr in der Mitte ist. Wie gesagt, macht das erstmal per Augenmaß, dass hier alle Hebel schön gerade stehen, indem ihr jetzt den Wert hoch oder runter fahrt, könnt ihr das Servohorn verändern. Der nächste Einstellpunkt sind die Servomitten. Die Servomitten habt ihr ja nur grob eingestellt letztes Mal, so dass das Servohorn zumindest mal in die richtige Richtung zeigt. Habt dann die Servos eingebaut. Und jetzt geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Servohörner ganz genau horizontal stehen. Wie macht ihr das? Ihr geht jetzt hier zum Beispiel auf Servo 1, Mitte, drückt auf Set, dann färbt sich die Zahl rot. Servo 1, wir wissen, das ist das hier. Und jetzt können wir den Wert hier so lange erhöhen oder auch niedriger machen. Ihr seht, das Servo hier bewegt sich. Und ihr könnt hier jetzt in ganz, ganz kleinen Schritten so lange einstellen, bis das Servohorn ungefähr horizontal steht. Macht es so genau wie möglich mit allen 3 Servos. Im Idealfall stehen danach diese Hebelchen hier gerade. Außerdem könnt ihr es noch testen, indem ihr den Heli hochhebt und von der Seite hier auf die Taumelscheibe guckt. Die sollte hier waagerecht stehen. Wenn ihr von hinten drauf schaut, sollte sie waagerecht stehen. Und außerdem habt ihr hier oben noch diese Striche. Wenn von den Blatthaltern der Strich jeweils bündig ist mit diesem mittleren Strich, dann habt ihr ganz genau 0 Grad. Denn das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen bei Servomittenstellung wollen wir ganz genau 0 Grad an der Mechanik haben. Wenn ihr die Servomitten eurer Meinung nach perfekt eingestellt habt, dann geht es jetzt darum zu überprüfen, ob die Mechanik auch perfekt auf 0 Grad eingestellt ist. Dies funktioniert so, ihr geht wieder in die Servomitte eines der Servos, dadurch werden die Servos in ihrer Mitte gelockt. Dann brauchen wir als nächstes eine digitale Pitchlehre. Nehmen Sie und stellen Sie irgendwo auf eine horizontale Oberfläche des Helis, weil der Heli, wie ihr seht, ja leider selbst etwas schräg steht, und nullen das Ganze hier. Und dann nehmen wir uns einfach ein Blatt. Ich muss es jetzt leider abknicken, weil da hinten die Wand ist. Packen das hier drauf und dann lesen wir einfach ab, ob das Ganze dann 0 Grad hat. Wenn es keine 0 Grad hat, dann müsst ihr hier an dieses Gestänge gehen, steckt einen Schraubenzieher durch und merkt euch, um wie viele Umdrehungen ihr dreht. Danach nehmt ihr das Blatt wieder zu euch, überprüft, ob der Wert so geworden ist, wie ihr wollt, oder ob er sich davon entfernt hat. Wenn sich der Wert davon von 0 entfernt hat, habt ihr in die falsche Richtung gedreht. Dann dreht ihr wieder zurück und ein paar Umdrehungen mehr in die andere Richtung. Nehmt das Blatt wieder zu euch, steckt die Pitchlehre drauf und überprüft. Das Ganze macht ihr so lange, bis ihr exakt 0 Grad anliegen habt. Wenn ihr das geschafft habt, wiederholt ihr die ganze Prozedur mit dem anderen Blatt. Somit könnt ihr euch sicher sein, dass bei Servomitte eure Mechanik exakt 0 Grad hat, was die Grundvoraussetzung für eine ideale Regelung des GR 18 ist. Der nächste Wert, den wir einstellen müssen, ist Taumelscheibe zyklischer Weg 7. Hierzu müssen wir den Rotorkreis entweder 90 Grad zur Flugrichtung oder genau in Flugrichtung drehen. Also ich nehme mir jetzt zum Beispiel dieses Blatt und drehe es genau 90 Grad. Dann gehe ich auf Set und jetzt gebe ich voll Nick und lese hier den Wert ab. Ihr seht, bei mir sind es jetzt minus 7,8 Grad und diese Einstellung heißt nicht umsonst 7. Es geht darum, dass ihr genau 7 Grad bekommt. Das heißt, ich gebe jetzt hier weiterhin voll Nick und verändere den Wert so lange,
bis ich hier genau auf 7 Grad komme. Der nächste Einstellpunkt nennt sich Taumelscheibe Pitchweg. Hier gibt es ein B und ein A, je nachdem in welche Richtung ihr euren Knüppel bewegt. Dieser Punkt ist dafür da, dass ihr hier jetzt den maximalsten Pitchwert einstellt, den ihr jemals benötigen werdet. Ich stelle hier immer quasi den Maximalpitch ein, also das, was ich wirklich tatsächlich dann draußen fliege. Bei mir sind das jetzt bei dieser 500er Klasse, würde ich jetzt mal sagen, plus minus 12,5. Das heißt, ich bewege jetzt den Stick einfach komplett nach oben. Dann lese ich hier ab. 100 entsprechen 14,3 Grad, das ist natürlich viel zu viel. Ich verringere den Wert jetzt hier so lange, bis ich auf meine 12,5 Grad komme. Okay. Dann bewege ich den Knüppel nach unten. Ihr seht, es wechselt von A nach B. Und auch hier bekomme ich knappe 14 Grad, auch viel zu viel. Auch hier verringere ich den Wert jetzt so lange, bis ich auf meine 12,5 Grad komme. Und fertig. Und unser nächster Wert nennt sich Taumelscheibenlimit. Das Taumelscheibenlimit ist dafür da, dass die Servos in der Maximalposition eurer Knüppel, also zum Beispiel Maximum Pitch, wenn ihr jetzt hier im Kreis fahrt, ihr seht, das sind die absoluten Endausschläge, die die Taumelscheibe machen kann, in den absolut extremsten Extremfällen. Und dieser Punkt ist dafür gedacht, das Ganze so zu limitieren, dass in so einem Fall die Servos nicht mechanisch anschlagen können. Geht also hier rein. Ich glaube, standardmäßig ist hier 50 eingestellt. Geht also hier rein, bewegt den Knüppel einmal ganz bis nach oben und dann fahrt ihr einfach einmal im Kreis. Und ihr kennt dieses Geräusch, wenn die Servos irgendwo mechanisch anschlagen, dann hört ihr ein richtig starkes Surren, ein durchgängiges. Hier scheint aber alles gut zu funktionieren. Jetzt bewegen wir den Pitchknüppel mal ganz nach unten und fahren auch hier die Endposition an. Und auch hier sieht es gut aus. Ihr könnt jetzt dann in dem Fall den Wert hier so lange erhöhen, bis ihr eben diesen mechanischen Anschlag zustande bekommt, dass dieses sirrende Geräusch, dieses Mii, wenn ihr das hört, dann geht ihr hier einfach wieder ein paar Punkte runter und dann habt ihr den Teil auch schon eingestellt. Der letzte Taumelscheibenpunkt ist die Taumelscheibendrehung. Die steht standardmäßig auf 0 und da sollte sie auch bleiben, wenn ihr so wie ich einen ganz normalen 3D-Trainer fliegt, denn die Taumelscheibendrehung braucht ihr erst, wenn ihr einen Mehrblattkopf besitzt, zum Beispiel für Scale-Modelle oder für einen Dreiblattkopf, der hier unten noch keine mechanische Drehung hat. Also für einen Zweiblatt-Rotor 3D-Trainer benötigt ihr das nicht und könnt das einfach überspringen. Damit wären wir auch schon bei den Heckeinstellungen, beim Heckservo, hier für die Millisekunden und die Herzzahl. Auch hier gilt wiederum, lest im Handbuch eures Herstellers, eures Servoherstellers nach, was hierfür empfohlen ist und stellt hier diesen Wert ein. Bei der Heckmitte könnt ihr nun entweder ebenfalls den Wert so lange verstellen, bis das Heckservohorn exakt im 90-Grad-Winkel steht. Ich persönlich habe aber auch herausgefunden, dass das hier nicht unbedingt benötigt wird. Ihr könnt es auch so lassen und das Ganze über das Heckgestänge, über die Heckgestängelänge so einstellen, dass halt die Schiebehülse bei Mittelposition ungefähr in der Mitte steht. Den Rest übernimmt dann auch die Regelung. Der nächste Punkt dürfte euch ein bisschen bekannt vorkommen. Der nennt sich Hecklimit B bzw. Hecklimit A, je nachdem in welche Richtung ihr den Heckknüppel bewegt. Das funktioniert ganz genauso wie der Taumelscheiben-Pitch-Limit-Wert. Ihr nehmt euch jetzt einfach euren Heckrotor, dann drückt ihr den Heckknüppel in die eine Richtung auf Vollausschlag. Ihr seht zum Beispiel bei mir springt es jetzt auf Hecklimit A, ist auf 100 eingestellt. Und jetzt guckt ihr einfach hier auf die Heckschiebehülse, ob diese mechanisch ansteht. Das soll sie nämlich nicht tun. Wenn sie das tut, dann verringert ihr den ganzen Wert ein wenig, bis sie nicht mehr ganz genau ansteht. Also das Ziel ist es, dass ihr den maximal möglichen Weg fahrt, bevor die Heckschiebehülse mechanisch anschlägt.
Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach in die andere Richtung und auch hier stellt ihr den Weg so lange ein, bis ihr den maximalen Weg ausnutzen könnt. Das waren auch schon die ganzen Grundeinstellungen, die ihr machen müsst. Ihr habt gesehen, das ist eigentlich relativ easy und auch schnell zu machen. Jetzt kommt eigentlich nur noch die Frage Expo, ja oder nein. Expo ja bedeutet nur, dass der Sender standardmäßig auf die Heck-Funktion und auf die zyklischen Funktionen einen Expo-Wert gibt. Ich glaube, das sind so um die 15 bis 20%, ganz genau weiß ich es leider nicht. Ihr könnt das hier aber natürlich auch auf Nein stellen und manuell im Sender ein für euch gewähltes Expo einstellen. Ich lasse es hier standardmäßig mal auf Ja stehen, weil ich damit recht gute Erfahrungen gemacht habe. Das Logging fasse ich nie an, das lasse ich eigentlich immer so stehen. Und das war es auch schon mit den Grundeinstellungen. Jetzt müssen wir nur noch die Achsenzuordnung machen. Bei mir stehen jetzt hier schon Werte drin, weil ich den Heli ja wie gesagt schon einmal eingestellt habe. Bei euch funktioniert das Ganze so, ihr geht auf Neueinstellungen, Set, Ja. Dann geht ihr einen Punkt nach unten zu Roll rechts. Das Ganze funktioniert es so, das GR18 gibt euch eine Richtung vor, die ihr einmal mit dem Sender und einmal mit dem Heli ausführen müsst. Roll rechts heißt in unserem Fall jetzt hier, ich habe es aktiviert. Jetzt gebe ich am Sender Roll rechts, Vollausschlag, halte das kurz. Und jetzt gebe ich mit dem Heli Roll rechts. Als nächstes kommt Nick. Ich aktiviere das Ganze wieder, gebe Nick nach vorne, halte das kurz. Und nun folgt noch Heck rechts. Ich gebe Heck nach rechts. Halte das kurz. Jetzt muss ich das Heck nach rechts bewegen. Und ihr seht, danach sollten hier überall Werte stehen und die Neueinstellung sollte von selbst auf Nein gesprungen sein. Das Ganze könnt ihr jetzt noch einmal überprüfen, ob auch alles richtig ist, indem ihr den Akku einmal kurz absteckt. Und jetzt kommt der altbewährte Test, den ihr bestimmt auch schon oft in Internetvideos gesehen habt. Ihr nehmt den Heli einfach und kippt ihn über alle Achsen, um zu sehen, ob die Regelung auch richtig funktioniert. Das heißt, wenn ich den Heli nach vorne kippe, dann muss die Taumelscheibe sich entgegen dem, was ich mache, bewegen. Also ich kippe den Heli nach vorne, dann sollte die Taumelscheibe nach hinten gehen. Ich kippe den Heli nach vorne und ihr seht, dass die Taumelscheibe versucht, nach hinten sich zu neigen. Dasselbe gilt dann auch für Roll. Wenn ich den Heli nach links rolle, dann sollte die Taumelscheibe nach rechts gehen. Und genauso beim Heck, wenn ich den Heli so rumdrehe, dann sollte die Heckschiebehülse sich so bewegen, dass der Heli in die Richtung steuern würde. Wenn all das gemacht ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr ohne Probleme abheben könnt. Diese Achsenzuordnung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Macht die im Zweifelsfalle lieber zweimal oder doppelt und checkt alles, denn das ist wirklich ein ganz wichtiger und essentieller Teil. Für all diejenigen, die sich jetzt noch wundern, dass wir das Expertenmenü aktiviert haben, das mache ich nur, weil mich viele Leute immer nach meinen Parametern fragen, die ich erflogen habe und die ich eingestellt habe. Ich hänge sie gleich nochmal im Anschluss als Bild hier hinten dran und in der Beschreibung bekommt ihr auch nochmal den Link zu meiner Homepage, da habt ihr das Ganze als Bild. Diese Werte sollen für euch nur als Vorlage dienen und bitte benutzt sie exakt so auch nur, wenn ihr auch exakt mein Setup fliegt. Wenn ihr andere Blätter fliegt oder andere Servos, dann kann es zum Beispiel schon sein, dass ihr ganz andere Werte benötigt, als ich sie jetzt habe. Für die Anfänger unter euch, ihr braucht das Expertenmenü eigentlich gar nicht. Wenn ihr das Expertenmenü ausschaltet, dann habt ihr nur Heckempfindlichkeit und Taumelscheibenempfindlichkeit. Lasst die Werte einfach mal so, wie sie da stehen. Die sind safe, die sind auch gut fliegbar und von da aus könnt ihr euch dann Stück für Stück immer weiter rantasten.
Das GR18 haben wir jetzt komplett eingestellt. Jetzt möchte ich euch noch die letzten Kleinigkeiten zeigen, die ich vor dem Erstflug noch mache. Als erstes mache ich noch die Flugphaseneinstellung. Dazu gehe ich in Funktion und danach auf Phasen. Wir haben ja bereits in einem vorherigen Video die Autorotation programmiert. Ich habe jetzt hier bereits schon mal meinen 3 Flugphasen Namen gegeben, nämlich Low, Middle und High. Ich klicke einfach hier drauf, sage Neu. Hier werde ich gefragt nach einem Schalter. Ich nehme standardmäßig mal diesen Schalter. Und jetzt definiere ich einfach, in welcher Schalterstellung ich das Low haben möchte. In meinem Fall ist es hier. Jetzt mache ich das gleich mit Middle, Neu, Schalter bewegen. Moment. Schalter bewegen, Mittelstellung, High, Neu, Schalter bewegen, vorne. Wenn ich jetzt komplett rausgehe, sehe ich hier unten, im Moment ist die Autorotation eingeschaltet. Und jetzt sehe ich, wenn ich hier oben den Schalter betätige, dann verändern sich die Flugphasen. Das ist schon mal gemacht, wunderbar. Und dann stelle ich mir noch für alle Sicherheit, wenn ich erstmal keine Telemetrie benutze und keinen Telemetriebaustein extra habe, dann stelle ich mir immer noch einen Timer. Ich persönlich habe es immer ganz gerne, dass wenn ich die Autorotation rausnehme, also der Rotor anläuft, dass dann eine Zeit rückwärts läuft. Dazu gehe ich hier im Startmenü, einfach drücke ich hier auf die obere Zahl. Bei Mode nehme ich T-, denn der Timer soll ja rückwärts laufen. Bei Alarm wähle ich jetzt hier für Minuten erstmal 5, vielleicht 5,30. So. Uhrstart. Hier definiert ihr den Schalter, mit welchem ihr die Uhr starten wollt. Das ist bei mir hier oben der Autorotationsschalter. Und ich nehme jetzt einfach, ich definiere jetzt für Uhrstart einfach die beiden Bereiche des Schalters, wo die Autorotation ausgeschaltet ist. Das sind nämlich die beiden, weil wenn der Schalter hier vorne ist, ist die Autorotation drin, da soll die Uhr stehen bleiben. Und dann kann ich mir hier noch einen Schalter definieren, für die Uhr zurückzustellen. Dafür nehme ich den hier oben. Wenn ich den nach vorne klicke, sage ich hier auch, hier vorne Uhr zurückstellen. Um das Ganze zu überprüfen, gehe ich jetzt noch mal raus. Ihr seht jetzt, hier steht schon irgendeine Zahl. Ich benutze meinen Uhrrückstellschalter. Jetzt ist das Ganze zurückgestellt und sobald ich jetzt hier oben meinen Autorotationsschalter auf Aus stelle, dass die erste Flugphase beginnt, dann läuft der Timer rückwärts. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann hört ihr vom Sender auch noch Signaltöne bzw. 0, er spricht dann auch rückwärts. Gut, das soweit. Dann fehlt uns jetzt nur noch die Gaskurveneinstellung. Dazu nehme ich die Autorotation raus. Und ihr seht schon, für Low ist hier noch standardmäßig 0 bis 100 eingestellt. Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich ein Heli das erste Mal fliege, auch nicht, ja, wie viel Prozent soll ich denn jetzt nehmen? Ich rechne da vorher auch keine Drehzahlen aus. Ich mache das einfach immer nach Gefühl. Ich drücke jetzt hier unten auf Stick ein und Y-Achse. Dann seht ihr, dann läuft da ein Balken mit, wenn ich den Stick bewege. Dann drücke ich den Stick nach ganz unten und nehme mir jetzt irgendeine Zahl, meinetwegen minus 20. Gehe mit dem Stick nach oben. Stelle auch hier auf minus 20, sodass ich eine Gasgerade habe, denn wir fliegen ja im Governor. So, und das Ganze wiederhole ich jetzt für alle anderen Flugphasen ebenfalls. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Middle, gehe wieder auf Stick ein, Y-Achse und hier nehme ich dann zum Beispiel ein bisschen mehr. Ich hatte jetzt minus 20, dann nehme ich jetzt vielleicht noch plus 10. Gehe mit dem Stick wieder nach oben.
So, dann gehe ich hier oben wieder eins weiter und dann bin ich in High. Und genau hier mache ich das gleiche, Stick ein, Y-Achse und dann nehme ich jetzt zum Beispiel plus 40. So, fertig. Jetzt seht ihr, wir haben hier 3 Gasgeraden und wenn wir auf Autorotation schalten, natürlich wieder 0. Diese 3 Gasgeraden sind, wie gesagt, nur zum Ausprobieren. Es ist einfach, ihr fangt mit der niedrigsten Gasgerade an, dann habt ihr relativ wenig Drehzahl, die sollte aber zum Abheben reichen. Dann seht ihr erstmal, ob alles richtig läuft, ob der Heli irgendwie komisch wobbelt, ob alles funktioniert. Und dann könnt ihr nach und nach die einzelnen Gasgeraden durchschalten und auch einfach mal vom Gefühl her hören, welche Drehzahl ungefähr anliegt. Vielleicht habt ihr auch jemanden, der es messen kann. Und bei mir ist es meistens so, dass ich dann sage, okay, die niedrigste Gasvorwahl ist mir etwas zu niedrig, die mittlere ist ganz okay zum Starten, die obere wäre jetzt sowas für einen mittleren Low-APM-Flugstil. Und dann passe ich einfach die Gasgeraden auf dem Flugfeld an. So lange, bis ich da bin, wo ich ungefähr hin möchte. So, das war es auch schon mit den Einstellungen des GR18. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung nochmal ein Bild zu den Feineinstellungen im Expertenmenü für diese Maschine mit meinem Setup, falls euch das interessiert. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video für den Erstflug wieder. Bis dann!